Es sind Wettbewerbe, wer dem Himmel am nächsten kommt. Halsbrecherisch und mutig. Das Errichten haushoher Menschentürme der Castells ist in der spanischen Provinz Katalonien tollkühne Tradition. Die 7-jährige Sophia hat einen besonders riskanten Job. Sie gehört zu den Kindern, die auf die Spitze der Türme klettern, um die Castells zu krönen. Alle 2 Jahre findet der große sportliche Wettkampf der Turmbauer in Tarragona statt. Die Roten aus Valls und die Grünen aus Vilafranca sind dieses Jahr die Favoriten um den ersten Platz. Wer wird den höchsten Turm bauen? Die katalanische Kleinstadt Valls ist die Wiege der Castells, der Menschentürme. Jetzt im Spätsommer ist Hochsaison für die Turmbauer. Sophia ist in dem Städtchen ein kleiner Star. Sie ist Hoffnungsträgerin für einen Sieg. Mit ihrem Vater Eduard Aubareda trainiert Sophia 3-mal die Woche. Die beiden sind Mitglieder der Colla Vella Xiquets de Valls, eines der besten Menschenturmvereine Kataloniens. Sophias Vater Eduard hat Erfahrung. Er ist als Kind selbst auf die Türme geklettert. Das Kastell steht schon sehr gut. Alle haben die korrekte Position. Es ist wichtig, dass jetzt alle ihre Position halten. Wenn sie die Hand hebt, ist das Kastell gekrönt. Im Training werden die Türme nur stückweise geübt. Insgesamt sind sie bis zu 12 Meter hoch. Eine riskante Angelegenheit. 3 Todesfälle gab es in der Geschichte der Castells. Die 2006 eingeführte Helmpflicht hat die Sicherheitslage extrem verbessert. 2. Stockwerk, hoch! Heute steht ein besonders schwieriges Kastell auf dem Programm. Das sogenannte Quadre de Nou mit 4 Personen pro Etage und 9 Stockwerken insgesamt. Nur wenige Turmbauvereine schaffen diesen Turm. Er gehört zu den Castells, die den Wettbewerb entscheiden können. Die Turmbauer im untersten Stützring, der Piña, drücken gleichmäßig in das Zentrum des Kastells. So wird der Turm stabilisiert und Kräfte werden nach außen abgeleitet, damit die Untersten nicht das komplette Gewicht alleine stemmen müssen. Während im unteren Teil des Turms stämmige Kraftpakete gefragt sind, werden die Sportler nach oben hin mit jedem Stockwerk leichter und schlanker. Sehr gut. Der Wettbewerb dauert mehrere Tage. Die besten 12 Mannschaften stehen im Finale, unter ihnen die Colla Vella aus Valls und die langjährigen Titelverteidiger, die Grünen aus Vilafranca. Die Turmbauer aus Vilafranca gehen aufs Ganze. Sie möchten den Quadre de Deu wiederholen, den sie bereits zu St. Felix errichtet haben. Der Turm mit 4 Menschen pro Stockwerk und 10 Stockwerken Gesamthöhe ist eines der am höchsten gewerteten Castells. Doch wieder gilt die Regel, für die volle Punktzahl müssen sie den Turm auch wieder abbauen. Und die Grünen schaffen es. Es ist erst das 4. Mal in der Geschichte der Castells, dass so etwas gelingt. Im Lager der Colla Vella macht sich Nervosität breit. Wenn sie jetzt nicht gleichziehen, sind sie aus dem Rennen. Auch wenn ihnen vieles gelungen ist, die Gesichter sind vom Kampf und Einstürzen gezeichnet. Sie beschließen ebenfalls, einen Quadre de Deu-Turm zu versuchen. Sophia wird als Exchequadora dabei sein, als zweitoberstes Kind. Wird es den Roten gelingen, den Titelverteidiger nach 14 Jahren endlich vom Thron zu stoßen? Gebannte Stille macht sich im Stadion breit. Wird die Colla Vella den Castellers de Vilafranca die Stirn bieten können?
Damit die Castells gelingen, muss das Timing ganz präzise sein. Sonst entsteht Chaos am Turm. Es ist einer der mythischen Augenblicke der Welt der Castellers, in der Geschichte der Castells. Die Colla Vella krönt es, sie krönt es, sie krönt es, ja! Quatre de Deu mit 2 Stützringen, aber sie müssen es auch wieder abbauen. Die Enchaneta, das erste Kind, ist auf dem Weg runter. Jetzt die Execadora, das zweite. Aber sie müssen es auch wieder abbauen. Und es läuft alles sehr, sehr gut. Sophia ist in Sicherheit. Die Roten stehen kurz vor dem Erfolg. Sie müssen es abbauen, ohne dass es einstürzt. Nein, nein, ich glaube, es war schon abgebaut. Dieses Kastell war abgebaut. Doch der Sportkommentator irrt sich. Das Kastell ist etwas zu früh zusammengebrochen. Die rote Colla aus Vals muss sich mit einer geringeren Punktzahl abfinden. Eine herbe Enttäuschung. Sie waren kurz vor dem Sieg, immerhin. Die Zuschauer zollen dem Mut der Roten Respekt. Und ein weiteres Mal haben die Grünen den Wettbewerb gewonnen.